Am komfortabelsten erstellst du deinen Matchplan am Computer oder auf dem Laptop. Hier hast du einfach am meisten Platz und alles ist sehr übersichtlich. Aber wir werden später auch einen Blick auf die Handy- und Tablet-App werfen. Basis eures Matchplans ist natürlich erstmal das Spielsystem, mit dem ihr erfolgreich sein wollt. Dazu haben wir die meisten gängigen Systeme auf unterschiedlichen Feldgrößen bereits hinterlegt. Ihr seht, hier könnt ihr auch Kleinfelder für den Jugendbereich oder auch ein 4+1 für den Hallenfußball bzw. Futsal auswählen. Wir bleiben mal beim Elferfeld und wählen ein 4-1-4-1-System als Basis aus. Die Namen deiner Spieler kannst du jetzt direkt an den einzelnen Positionen auf dem Spielfeld eingeben. Die Kaderliste wird dabei automatisch erstellt, wie ihr seht. Oder du legst deine Spieler in der Spielerliste an und ziehst sie dann per Drag and Drop aufs Spielfeld. Bei der Eingabe könnt ihr auch den Nachnamen angeben, müsst ihr aber nicht. Vor- und Nachname könnt ihr jederzeit in der Liste oder direkt auf dem Feld bearbeiten. Auswechselspieler könnt ihr übrigens auch durch einen Klick auf die Bank direkt anlegen. Ihr könnt eure Spieler auch aus DFB-Net importieren, aber es geht auch so wirklich schnell. Außerdem braucht ihr das auch nur einmal machen. So, das Team steht dann soweit und natürlich könnt ihr auch die Rückennummern angeben. Einfach auf das Icon klicken oder aus dem Kontextmenü auswählen und eintippen. Wollt ihr einen Spieler auf eine Position platzieren, die schon besetzt ist, dann zieht ihn einfach dorthin. Ihr seht, die Spieler tauschen dann ihre Positionen. Sobald ihr einen Spieler bewegt, wird die Fläche zum Entfernen eines Spielers eingeblendet. Bewegt ihn dorthin, lasst ihn los und er ist nicht mehr im Kader. Über die Einstellungen könnt ihr auch festlegen, ob ihr den ganzen Namen oder nur den Vornamen auf dem Spielfeld sehen möchtet. Für den nächsten Schritt ziehe ich mir erstmal das Spielfeld etwas größer. Natürlich könnt ihr jetzt alle Spieler frei auf dem Feld verschieben, um eure taktische Aufstellung im Detail anzupassen. So könnt ihr auch euer Spielsystem visualisieren, falls dieses nicht in unserer Liste auftaucht. In meinem Beispiel schiebe ich mal die beiden AVs etwas höher und lasse auch die Achter etwas mehr aus der Tiefe kommen. Die Sturmspitze schiebe ich auch noch etwas weiter vor. Einzelne Spieler können jederzeit entfernt oder hinzugefügt werden. Ganz einfach per Drag and Drop. Mit den Zeichentools könnt ihr zusätzlich noch Markierungen oder Pfeile einfügen. Es gibt einen Stift, den automatischen Pfeil und ein Radiergummi zum Löschen. Über das Auge schaltet ihr die Zeichnungen an oder aus. Ihr könnt jeden Schritt rückgängig machen oder wieder hervorholen. Über das Mülltonnensymbol löscht ihr alles. In der Regel kommt die Startaufstellung ohne Pfeile oder Linien aus. Interessanter wird es aber jetzt. Über diesen Button gelangt ihr in den Taktik-Editor. Hier habt ihr die Möglichkeit, eure taktischen Vorgaben in verschiedenen Spielsituationen zu visualisieren oder sogar zu animieren. Hier rechts seht ihr eure erste Taktikvariante, die bereits automatisch angelegt ist. Die Taktiken sind unabhängig von der Startaufstellung, diese bleibt also immer unberührt. Wir wollen als Beispiel einmal visualisieren, wie unsere Mannschaft hoch ins Pressing gehen soll. Dazu stellen wir uns als erstes ein paar gegnerische Spieler auf. Und natürlich einen Ball. Ihr könnt das Spielfeld dafür auch wieder größer ziehen, so wie ihr das am liebsten haben möchtet. Jetzt positionieren wir unsere Spieler so, wie wir sie gerne in ihrer Ausgangsposition beim gegnerischen Ballbesitz am eigenen 16er hätten und zeichnen dazu die gewünschten Laufwege und Orientierungen ein. Unser vorderster Stürmer soll im Bogen anlaufen und versuchen, die rechte Seite zu trennen. Alle anderen Spieler, die noch anspielbar sind, sollen mit hohem Tempo zugedeckt werden. So könnte das ungefähr aussehen.
Wir benennen diese Taktik jetzt mit hohes Pressing Start und schreiben dazu noch eine kurze Coaching-Info. So, damit wäre unsere erste taktische Vorgabe fertiggestellt. Um den nächsten Schritt vorzugeben, legen wir eine weitere Taktik an. Jetzt können wir wählen, ob wir von der Startaufstellung oder von der aktuell eingestellten Taktik ausgehen wollen. Wir können die Zeichnung übernehmen oder auch nicht. Das gleiche gilt für die Gegenspieler. Jetzt schieben wir die Spieler an die gewünschten Positionen. Auch für den zweiten Schritt schreiben wir wieder einen kurzen Coaching-Hinweis. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, indem wir auf die einzelnen Taktikvorgaben klicken. Wir sehen, wie sich die Spieler verschieben und die Markierungen im Bild erscheinen und wieder verschwinden. Natürlich könnt ihr beliebig viele weitere Taktikszenen einstellen und nacheinander abrufen. Dabei habt ihr auch die Möglichkeit, ganze Spielzüge Step by Step zu animieren. Die Reihenfolge eurer Liste ist ganz einfach per Drag and Drop änderbar. Oft gibt es gleiche und wiederkehrende Taktikvorgaben, die ihr nicht jedes Mal neu skizzieren möchtet. Deswegen könnt ihr euch beim Anlegen aus den bereits vorhandenen Taktiken bedienen und diese in euren Matchplan einfügen. Als letztes geben wir unserem fertigen Matchplan noch einen aussagekräftigen Namen. Dazu verlassen wir den Taktikmodus und wählen den Bearbeiten-Button des Matchplans. Den fertigen Matchplan wollen wir jetzt mit dem Team, also den Spielern, teilen. So geben wir rechtzeitig den Kader, die Startaufstellung und taktische Vorgaben bekannt. Dazu klicken wir erstmal auf den Teilen-Button. Wie ihr seht, haben wir hier mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann ich mir den Link kopieren und weiterleiten oder per E-Mail senden. Möchte ich den Matchplan aber zum Beispiel per Handy in die Gruppe schicken, dann scanne ich mir einfach den QR-Code und schon habe ich meinen Matchplan zum Bearbeiten auf meinem Handy. Hier kann ich den Matchplan jetzt ganz einfach per WhatsApp teilen. Wohlgemerkt, das Ganze funktioniert ohne einen Account. Mit einem Account ist es natürlich noch einfacher. Einfach auf dem Handy einloggen und alles, was ihr am Computer eingestellt habt, ist auch auf dem Handy vorhanden. Und so sieht das dann bei euren Spielern aus. Sie können auf den Link klicken und sehen den Kader, die Startaufstellung und, wenn ihr diese angelegt habt, die taktischen Vorgaben. Was praktisch ist, ihr könnt auch erstmal nur den Kader mit oder ohne Startaufstellung rausschicken und später bearbeiten oder taktische Vorgaben nachträglich einbauen. Die Spieler sehen dann alle Änderungen immer unter dem vorhandenen Link. Alle Taktikvorgaben, die ihr im Matchplan eingestellt habt, können die Spieler jetzt Step by Step durchklicken und sich die Coaching-Hinweise durchlesen. Schon bald können hier zusätzlich auch Videos hinterlegt werden. Für die Teambesprechung könnt ihr Matchplan One natürlich auch gut einsetzen, optimalerweise an einem großen LED-Screen oder Beamer. Und als Unterstützung beim Detailcoaching mit dem Tablet oder Handy. Nach dem Spiel ist vor dem nächsten Spiel. Der Kader ist bereits hinterlegt und euren Matchplan könnt ihr jetzt entweder ganz neu anlegen oder ihr macht euch einfach eine Kopie eines vorhandenen Matchplans und nutzt diesen als Basis für das nächste Spiel. Legt ihr euch keinen Account an, so bleibt alles für bis zu 90 Tage gespeichert. Besser ist es natürlich, wenn ihr euch einen eigenen Account anlegt. Dazu könnt ihr Google oder Apple verwenden oder eure E-Mail-Adresse mit einem Passwort. Dann habt ihr auf allen Geräten immer die aktuellen Daten, ohne dass ihr diese per QR-Code übertragen müsst.